Noch einmal Durchzug. Ab 50. Vollgas. Erstmal ein bisschen rappeln und dann geht's ab. Ah, jetzt hat die Traktionskontrolle mal ein kleines bisschen gearbeitet. Ja, der Schaltassi macht einfach Spaß. Einfach die Gänge reinhauen. Hoi, blubber, blubber. Ja, servus beieinander. Sind wir schon auf der nächsten Probefahrt von der neuen R1250R. Also der neue Boxermotor mit 1249 Kubik und Shift Cam 100, wie viel waren das? 36 PS oder 134? War das eine gute Verzögerung drin beim Schalten? Heieiei, beim Schaltassistent Pro. Ja, und wie viel waren es? 143 Newtonmeter, glaube ich. Das war gerade eine richtig schöne Verzögerung beim Hochschalten drin. So, ja, fahren wir mal los. Mal wieder die geführte Tour. Also ich kann leider jetzt nicht alles machen, was ich will hier. Ja, wir haben natürlich das i-Kombi. Das ist jetzt schon Standard bei BMW. Das große Display. So, wenn alle hier Schlangenlinie fahren, machen wir es auch. Ja, sie fällt ein bisschen behäbiger in die Kurven rein, muss man sagen. Ja, ich habe ja gerade in diesen Sportmodus geschaltet beim i-Kombi. Dann habe mir richtig schöne Anzeige, Drehzahl, Traktionskontrolle, Bremse, wird alles angezeigt. Was für eine Verzögerung ich habe. Und wie viel Prozent die Traktionskontrolle arbeitet. Ja, natürlich ist jetzt mit dem Shift Cam der Durchzug eine Augenweide. Wobei man den Durchzug ja nicht sieht an sich, aber egal. Ja, und natürlich das Übliche bei der R, man sitzt sehr aufrecht drauf. Sitzbank ist es richtig bequem eigentlich. Nur der Kniewinkel ist ein wenig eng. Aber sonst passt es. Sitzheizung ist an, hat 10 Grad. So, einmal Durchzug, 6. Gang. Kurzes Rappeln und dann zieht sie schön los. Ja, ich habe es ja schon bei der R1250 GS gemerkt, der Motor läuft echt richtig schön geschmeidig. Ja, sonst gibt es eigentlich bei dem Moped nicht so viel Neues. Wie gesagt, Motor ist halt neu. Natürlich i-Kombi, die ganze Technik ein bisschen neu. Dann e-Call natürlich, Notruf. Aber sonst, ja, Bremsen sind immer noch die gleichen. Ja, bei niedrigeren Drehzahlen, da hat man schon eine etwas längere Unterbrechung beim Schalten. Aber Motor echt geschmeidig hier, 6. Gang Ortschaft. Gut, ich gebe jetzt gerade kein Gas, weil es bergab geht. Aber läuft gut. Kann man ein paar Gänge runterschalten. Ja, so ein bisschen mehr Feedback beim Schalten wäre schön. Das ist ja, der Schalthebel wirkt alles ein bisschen weich. Ja, falls ihr euch wundert, was eigentlich hier diese Socke zu suchen hat, da ist der Schlüssel befestigt fürs Keyless Ride.
Jetzt hätte ich fast vergessen, die Kupplung zu ziehen beim Anhalten. Ich bin ja vorhin den C400X Roller gefahren. Ortsende. Ja, Reifen sind noch kalt. Straße ist sowieso kalt bei 10 Grad. Ja, die zieht dann richtig schön im 6. Gang. Selbst bei 100. Da geht's richtig vorwärts. Ah, jetzt hat die Traktionskontrolle mal ein kleines bisschen gearbeitet. Muss ich, glaube ich, näher hin. Da sieht man es besser. Ich brauche jetzt natürlich nicht erzählen, dass hier der Windschutz nicht so gut ist. Das ist ja klar, ohne Windschild. Deshalb wird es mir schon ein bisschen kalt bei den 10 Grad. Okay, machen wir mal Durchzug, 6. Gang. 50. Der andere lässt auch irgendwie. Und jetzt hat. Ja, der Schaltassi macht einfach Spaß. Hochschalten, runterschalten. Einfach die Gänge reinhauen. Ui, ein alter 8er BMW. Sieht man auch nicht so häufig. Einmal Gänge durchladen. Geschmeidig. Ja, wenn man ein bisschen höhere Drehzahlen hat, dann fluppen die Gänge schon besser rein. Echt bei niedrigen Drehzahlen hast schon eine gute Gedenksekunde. Zu den Bremsen braucht man ja nicht so viel sagen. Das sind wie gesagt immer noch die guten alten Brembo Monoblocks vorne. Das sind einfach grundsolide, machen eine gute Arbeit. Hinten immer noch der Zweikolben Schwimmsattel von Brembo. Ja, sind sehr knackig. Noch einmal Durchzug. Der vor mir wird auch schon etwas langsamer. Ab 50. Vollgas. Erstmal ein bisschen rappeln und dann geht's ab. Der Durchzug im 6. Gang kann man ungefähr so beschreiben. Da denkt sich der Motor nach der Gasannahme erstmal so, was? Ja, da schüttelt er sich so. Ach ja, ich muss ja losdüsen. Und dann geht's ab. Ungefähr so fühlt sich's an. Ja, also Gullideckel schluckt das Fahrwerk schon relativ gut. Auf der Landstraße, da fühlt sie sich zu Hause, die R. Hoi, blubber, blubber. Ja, da ist die Probefahrt dann auch schon wieder vorbei. Nach 20 Minuten oder so. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt.